Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Diesmal wieder mit einer Folge vom German Testing Day 2023 aus Frankfurt. Ich hatte ein spannendes Gespräch mit Olaf Thiele. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz, besonders auf dem Gebiet der Audio-KIs, sprich Speech-to-Text oder Text-to-Speech-KIs. Ich finde ja schon KI-Testen herausfordernd. Audio-Testen finde ich auch herausfordernd, aber eine Audio-KI testen, wie soll das funktionieren? Nun, Olaf hat da einige Ideen, die er auch mit uns teilt. Viel Spaß beim Hören. Hallo Olaf, schön, dass du da bist. Hallo und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir sind ja hier am German Testing Day 2023 in Frankfurt und du hast heute Nachmittag hier noch einen Vortrag über Audio-Testen. Und das hat mich total fasziniert, dieses Thema, wie könnte man das eigentlich machen, Audio-Testen. Und da freue ich mich, dass du heute hier bist und hier mal ein bisschen Rede und Antwort stehst. Gerne. Weil das wollen die Tester natürlich wissen. Ne, es ist natürlich auch ein Thema, für das ich brenne. Ne? Also ich bin schon so der KI-Typ und auch gerade für Audio finde ich super spannend. Und habe ein bisschen das Gefühl, wir sollten das Feld nicht nur den Amis und den Chinesen überlassen. Ja. Und gerade jetzt mit den neuen Technologien, die wir so seit einem Jahr haben, kann man das auch mit einem kleinen Geldbeutel selber machen. Ja. Oder auch mit einem kleineren Team. Ne? Also früher hättest du vielleicht, keine Ahnung, wie OpenAI 1000 Leute gebraucht für sowas. Und heute kannst du das eben auch mit einer kleineren Datenmenge durchaus stemmen. Und was ich halt merke ist, dass wir inzwischen die Modelle hinkriegen, aber beim Testen, da sind wir blank. Ja. Magst du vielleicht ganz kurz sagen, was macht ihr denn mit Audio? Was macht eure KI oder was könnt ihr denn eigentlich da so anbieten, damit wir so einen Rahmen haben? Wir machen ganz typischerweise Transkription. Also wenn du Audiomengen hast, die zu Text umwandeln durch ein Modell für künstliche Intelligenz und umgekehrt Text, den du hast, wieder in gesprochenes Deutsch verwandeln. Und wir haben uns eben spezialisiert auf Deutsch, weil es auch wenige gibt, die wirklich große Mengen auf Deutsch haben. Und die werden auch noch nicht richtig genutzt. Und da haben wir gesagt, da gucken wir, vielleicht finden wir da unsere Nische, so ein bisschen das, was wir haben. Und sind da auch ganz happy. Ja, da hat sich auch viel getan. Also wenn ich dran denke, in den 90ern, mein Soundblaster, da hatte der Dr. Space so dabei, der dann irgendwie dann so hackelig irgendwelche Texte ausgegeben hat. Das funktioniert ja heute alles ganz anders. Ne? Na, du musst halt grundsätzlich unterscheiden. Die Leute nehmen immer gerne das Wort künstliche Intelligenz, weil es einfach cool klingt. Ne? Weil es einfach auch so ein Marketingwort ist. Ja. Wenn du mich jetzt angekündigt hättest als jemanden, der coole statistisch-mathematische Methoden benutzt, dann finden das immer noch manche interessant, aber für viele ist es halt nicht mehr so spannend. Ne? Und so bis 2015 meinte künstliche Intelligenz eher das, was wir so unter Ontologien kennen. Ne? Also so ein bisschen regelbasierte Systeme, die ein bisschen menschengemacht das Weltwissen abbilden. Oder man versucht da so ein bisschen was zu machen. Und dann hat eben Google angefangen, eine Library kostenlos rauszubringen, mit der jeder solche Modelle rechnen konnte. Dann plötzlich gab es durch das Internet diese Datenmengen, die wir vorher nicht hatten, auch einfach in so Datensätzen, also so Dumps. Ja? Also es gibt einfach einen Dump des kompletten Internets, kannst du runterladen. So ein paar Terabyte, aber die gibt's jetzt frei im Internet, kann sich jeder runterladen. Und eben die Rechenkapazitäten. Dadurch, dass Nvidia, vielleicht hätte es auch anders, aber jetzt ist ja gerade Nvidia, einfach diese Wahnsinns-GPUs herstellt, die auch für einen halbwegs erschwinglichen Preis dann nutzbar sind, kommen diese drei Faktoren zusammen, mit denen man jetzt nicht mehr diese alte KI macht, sondern jetzt neue KI, also Deep Learning nennt man das ja klassisch, manchmal eben auch Machine Learning, je nachdem. Und damit kann man jetzt diese neuen Modelle rechnen. Die eigentliche Mathematik dahinter, die ist schon 70 Jahre alt. Das hat sich auch in den letzten Jahren nicht geändert. Was wir immer nur machen ist, wir nutzen die Daten ganz klein bisschen cleverer. Keine Ahnung, dass ChatGPT jetzt auch sozusagen menschliches Feedback mit einfließen lässt. Ne? Also die machen einfach einen kleinen Trick dran, aber das grundsätzliche Prinzip haben die nicht verändert. Und das ist ja, jetzt generiert ja Audio oder Text und sowas und das ist natürlich schon die Frage, wie testet man denn das? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Das Grundproblem der letzten Jahre war immer, es überhaupt hinzukriegen. Ne? Das kommt ja auch so ein bisschen aus der Forschungsrichtung, so dass es da eher darum ging, ich habe einen neuen Ansatz und das klappt überhaupt. Und was man normalerweise nimmt, also so ein Modell wird ja trainiert. Jetzt kannst du dir vorstellen, das läuft in so verschiedenen Stufen.
keine Ahnung, sagen wir 20 Stufen. Und man sieht, dass halt, du hast man nennt das auch ein Testset, aber das ist nicht ein Testset im Sinne von Testen, sondern ich packe halt ein Testset dazu, wo ich sage, bitte überprüf mal anhand dieser kleinen Datenmenge, ob du richtig liegst. Und der versucht das eben für diese Datenmenge immer weiter zu verbessern. Und dann sind wir vielleicht in Runde 10 oder sowas, sind wir schon auf einem relativ guten Faktor. Und dann kannst du dir das vorstellen wie so eine logarithmische Kurve, die dann so abflacht. Und da muss man so ein bisschen gucken, an welchem Punkt hört man denn auf. Also höre ich bei Schritt 9, 10, 11 oder 12 auf. Weil je länger ich trainiere, desto besser werde ich für mein Testset. Also ich werde für das Spezielle, was ich da an meinen Trainingsdaten habe, immer besser. Aber die Verallgemeinerung später, wenn ich es dann nutzen möchte, für Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe, die wird immer schlechter. Und da gibt es quasi keine echte Formel für. Ja. Das heißt, wenn du so willst, probiert man halt hinterher so ein bisschen rum. Und das geht auch viel nach Gefühl. Was wir häufig machen, und also die anderen auch, ist, dass wir einen goldenen Testsatz erstellen. Das heißt, wir überlegen uns auch ein bisschen zusammen mit dem Kunden, idealerweise wird es der Kunde selber machen, aber leider ist das seltener der Fall, dass man guckt, was will man denn hinterher damit erreichen, möglichst auch in Abstufungsgraden, dass man vielleicht, wenn wir halt von Akzenten reden, dass das halt ein sehr schweres Bayerisch ist und ein leichtes Bayerisch. Ah ja, okay. Und dann guckt man eben da bei ein paar tausend Samples, wie verändere ich mich denn da? Aber man hat durchaus das Problem, dass wenn ich so ein KI-Modell rechne, dass irgendwann der eine, sagen wir mal Sprecher, oder nehmen wir Sprecher, ne? Wir haben männlichen Sprecher A, 45 Jahre, weiblichen Sprecher 60 Jahre. Irgendwann wird der männliche Sprecher immer besser und der weibliche schlechter. Wann hörst du da auf? Oder was nimmst du? Es ist unglaublich schwer. Und das ist auch erst ein Problem, das wir jetzt mehr und mehr merken. Wir sind halt happy, dass die Modelle jetzt überhaupt funktionieren und realisieren jetzt so langsam, also ist ja immer so, ne? Erstmal guckt man in einer neuen Technologierichtung, dass es überhaupt läuft. Ja. Und dann merkt man so, da gibt es ja in der Softwareentwicklung durchaus Bereiche, die sich schon länger mit sowas beschäftigen. Und natürlich gibt es auch so ein paar, die schon Ansätze quasi selber erfunden haben. Ne? Aber dann merkt man so, vielleicht hättest du mal lieber Anleihen oder vielleicht hättest du mal dich inspirieren lassen, was wir schon drüben haben beim Testing. Da gibt es nämlich schon gute Sachen. Aber das kommt erst so ganz, ganz langsam. Da sind wir einfach noch nicht, wenn du so willst, im KI-Bereich, sind wir da ein bisschen spät dran. Ist einfach was bisher noch nicht so wichtig war. Ja, und es ist natürlich von der Aufgabenstellung auch schwieriger, ne, weil es eben nicht so deterministisch ist, wie jetzt klassische Web-Anwendung, wenn ich irgendwo eine Eingabefeld habe und da irgendwas rumteste. Ne? Das ist natürlich das Grundproblem. Ne? Selbst wenn OpenAI es jetzt sagt oder auch andere, man kann ja nicht wirklich reingucken. Man versucht jetzt so eine Art, ein bisschen was dazu zu kriegen, aber du kannst nie wirklich in so ein KI-System reingucken. Ja. Und deshalb musst du halt so ein bisschen drumherum bauen. Und wie testest du eine Blackbox? Ja, vor allem, dass das Schlimme ist, wenn wir jetzt mal nehmen, wir wollen das Training auch testen, also dass wir mit denselben Daten beim nächsten Durchlauf dasselbe Ergebnis kriegen. Jetzt ist es so, dass bei den aktuellen Libraries, PyTorch, TensorFlow, ne, das sind diese, die Google und Facebook bzw. Meta jetzt respektive anbieten, kann es sein, dass auf unterschiedlichen Rechnerarchitekturen, also einfach nur du nimmst einen anderen Server von der Hardware her, kriegst du unterschiedliche Ergebnisse. Okay. Obwohl du versuchst, alle anderen Variablen gleich zu lassen. Natürlich sind die nur minimal unterschiedlich. Aber es ist momentan, wenn man so will, nicht möglich, da komplett gleiche Bedingungen später, es sei denn, du nimmst denselben Server. Aber wo rechnet man das klassischerweise? Bei den Hyperscalern, ja, AWS, Google Cloud, Azure, OVH, ja. Und da weiß ich ja nicht, ob ich in der Woche, wenn ich mir dann nochmal eine V100 oder A100 nehme, dieselbe Maschine kriege. Okay, das heißt, gar nicht die Rahmenbedingungen die gleichen, um vielleicht ein gleiches Ergebnis bekommen zu können. Ne? Genau, und das ist aber auch erst ein Problem, das uns jetzt erst so langsam aufgeht. Weil nämlich jetzt auch mal jemand nachfragt, ich würde das jetzt gerne mal genau nachrechnen und würde gerne mal genau sehen, was passiert. Ja. Und da fallen so Sachen auf. Ja. Ja, vorher ging es einfach nur darum, dass es überhaupt läuft. Ja. Und habt ihr denn da so gewisse Testmechaniken, wie ihr die Tests auch immer wieder durchführt? Also habt ihr da so Sets oder setzt ihr dann das System zurück und macht das dann nochmal, wenn ihr Änderungen am Modell vornehmt? Oder wie macht ihr das? Naja, momentan, wir sind halt gerade erst so dabei, auch so eine Art DevOps reinzubringen. Ne? Es gibt jetzt so Tools, die das hinbringen. Die funktionieren häufig schon ganz gut mit Text. Wir haben leider beim Audio das Problem, dass die Datenmengen ungleich größer sind. Deshalb gibt es da auch noch nicht so super coole Modelle wie jetzt von OpenAI, ChatGPT oder sowas. Mal davon abgesehen, dass es auch für unterschiedliche Sprachen unterschiedlich wäre. Aber da ist einfach
Wir haben sehr, sehr große Datenmengen, weil du musst dir das vorstellen, du nimmst das Audio und wenn du 10 Sekunden hast, machst du daraus 20 Millisekunden Schnipsel, so eine Art Window, ne? Ja. Und für jedes dieses Window guckst du halt im kompletten Frequenzband dir alle Sachen an und dann kriegst du super viele Zahlen raus. Also es werden riesengroße Vektoren für jedes 20 Millisekunden Window. Ja. Und dann machst du das noch mit so einem Sliding Window, dass du immer noch mal manchmal guckst, die 3 davor, 3 danach. Ah ja, okay. Und so kriegst du halt irre Datenmengen und es ist extrem schwer, das nachzuvollziehen. Ja, also keine Ahnung, jetzt ein klassisches Training, also die Trainingsdaten bei uns sind halt, keine Ahnung, 400 Gigabyte oder 500 Gigabyte. Ja. Und das ist schon schwer, die dann immer mitzuziehen. Du müsstest ja quasi bei jedem Training dann sagen, denn man variiert immer ein bisschen was. Ne? Dass man sagt, ich habe ja gesagt mit den Männern und Frauen, wir nehmen jetzt ein bisschen höheren Frauenanteil. Oder wir nehmen einen gewissen geringeren Männeranteil. Oder wir haben das Gefühl, hier haben wir sehr viele Männer, die sehr schnell sprechen. Jetzt nehmen wir mal ein paar weniger fürs Training. Ne? Ja. Und wenn du da variierst, müsstest du ja quasi den kompletten Trainingssatz mitnehmen. Oder du müsstest irgendeine Art Tracking haben, welche Daten du in jedem Datensatz drin hast. Und das bringen die Tools nicht mit. Zum Beispiel eine sehr bekannte Seite ist Hugging Face. Und die hosten, ich weiß nicht genau, lass es 50.000 Modelle sein. Da kann man, das ist wie so eine Art GitHub für KI-Modelle. Ja. Und die haben eine super coole Library, die machen sehr coole Sachen, kann ich sehr empfehlen. Aber die haben eine coole Library, wo ich mir meine Testdaten, also wo ich meinen Datensatz reinschieben kann und kann dann sagen, gib mir jetzt mal 20% von dem Datensatz. Aber hier sind noch manchmal andere 20%. Ja. Da kann ich eben auch, und das gibt die Metadaten nicht mit aus. Das ist ja sowas, was man mitdenken muss, dass man sagt, bitte gib mir diese Metadaten mit, damit ich das auch verfolgen kann. Und vielleicht für eine Qualitätssicherung auch sehen kann, welche Daten nehme ich überhaupt. Das wird einfach noch nicht mitgedacht. Ja, da sind wir einfach noch nicht so weit, wenn man so will. Ja. Und das realisiert, glaube ich, die Branche gerade so ein bisschen. Ja. Und das ist natürlich eine schwierige Herausforderung und so. Und ich glaube, dass wenn ihr da jetzt in diesen euch immer weiter rein entwickelt, da werden auch mehr Kriterien, vielleicht dann auch handfestere entstehen. Also wie du sagst, jetzt ist es gerade so ein bisschen auch eine Bauchentscheidung, ob es dann gut ist oder nicht, oder so ein Gefühl? Oder? Na gut, es ist natürlich so ein bisschen so, die Kunden werden größer. KI in Deutschland ist immer noch nicht so verbreitet, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Ja. Und je größer der Kunde wird, desto mehr kommst du so in Governance-Aspekte. Ja. Auch, wie kann ich das belegen? Wie kann ich auch sicherstellen, dass ich da richtige Ergebnisse habe? Auch so ein bisschen bei uns, wie könnt ihr sicherstellen, dass die Daten bei euch alle aus sicheren Quellen kommen, quasi? Und das ist schon ein Aspekt, der wichtiger wird und daher auch mehr nachgefragt wird. Und ich glaube, aus der Richtung kommt auch jetzt so ein bisschen die Anforderung. Ja. Wir brauchen da so ein bisschen mehr. Und man merkt auch, dass der ganze Bereich MLOps so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ja, dass es da jetzt mehr und mehr gibt. Nur Audio ist auch da immer wieder so ein Tick hinten dran. Ne? Also zuerst hast du halt textuelle Sachen, natürlich gerade ChatGPT etc. ist super nachgefragt, aber auch bei uns. Wie kriegen wir das hin? Auch bei sowas wie Alexa Skills oder sowas. Ja? Alles noch ein bisschen ungelöst. Ja. Gibt es da so auch weltweit ein paar Unterschiede, wie das die Amerikaner machen oder wie wir damit umgehen oder so? Weil also bei uns ist ja Datenschutz und sowas ja schon immer sehr präsent auch und so. Ne? Na, man hat natürlich das Gefühl, dass die Amerikaner Datenschutz nicht so ernst nehmen. Ne? Da ist ja immer eher, wir machen es mal und fragen hinterher um Vergebung. Ja. Wo wir durchaus sagen, wir würden gerne einen anderen Ansatz nehmen. Ja. Und man hat natürlich auch die sprachlichen Unterschiede. Ja. Also alleine im angloamerikanischen Raum gibt es halt eine ungleich größere Menge an Rohdaten, aus denen ich auch ziehen kann. Also jetzt zum Beispiel das OpenAI hat ja letztes Jahr ein Modell rausgebracht, da haben die 600.000 annotierte Stunden Audiomaterial genommen. Davon sind aber 550.000 auf Englisch. Ja. Und Deutsch ist da vielleicht 2.000, 3.000 Stunden drin. Gibt's denn so Projekte oder so Hubs in Deutschland auch für deutsche Sprache, so Testpakete oder Rohdaten? Gibt es da so Anbieter, die ihr da nutzen könnt? Oder? Es gibt leider extrem wenig. Mozilla hatte mal ein cooles Projekt zum Sammeln von Sprache. Das haben sie jetzt leider so ein bisschen auslaufen lassen. Insofern haben wir das Pech, dass an sich nur die Hyperscaler wirklich größere Datenmengen sammeln. Und wir merken auch, dass deren Modelle besser werden. Also die sitzen durchaus dran, das zu verbessern. Ich würde mich freuen, wenn wir natürlich, das gilt für verschiedene Bereiche, wenn halt der Staat auch Daten zur Verfügung stellen würde. Irgendwie Open Data Initiativen für sowas. Wir haben zum Beispiel mal überlegt, können wir Sitzungen aus dem Bundestag nehmen? Lizenzprobleme. Ja.
können wir Radiosendungen nehmen. Ja. Lizenzprobleme. Ja. Ja? Also wo wir gucken, haben wir Lizenzprobleme. Ja. Ja, wir behelfen uns da ein bisschen, aber es ist einfach schwierig, an gute Daten zu kommen, mit denen man arbeiten kann. Ja, das glaube ich, da gibt es natürlich einige Befindlichkeiten auch im Hintergrund. Ne? Naja, aber es ist schade, weil wir an sich nur mit Daten weiterkommen. Und natürlich ist es so, dass wir in Europa auch in jedem Land entsprechend viele Daten bräuchten. Also ich habe halt Leute, die sagen, ich hätte gern genauso ein gutes Modell, wie es auf Englisch gibt. Dann sage ich ja erst mal 50.000 Stunden Deutsch. Ja. Dann und möglichst, die wollen natürlich auch bestimmte Sachen erkennen. Ne? Wenn ich natürlich 300 Stunden Olaf Scholz nehme, habe ich einen super Olaf Scholz-Versteher. Ja. Ja? Nur dann erkennt er eben andere überhaupt nicht. Ja. Ja, also wenn da halt dann wieder Beispiel ältere Frau, die wird dann halt überhaupt nicht erkannt. Und dafür bräuchten wir halt auch die Daten. Und da so ein bisschen systematisch rangehen, einen Datensatz erstellen, den online stellen, das wäre super. Es gibt zum Beispiel das Gutenberg-Projekt, gibt ja Gutenberg für Bücher und die gibt es auch als vorgelesene Bücher. Ah ja, okay. Nur natürlich sind die Stimmen dann so ein ganz klein bisschen, und dann ging er durch den Wald. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man so ein Gespräch nachahmen will, was wir gerade führen. Ja. Das funktioniert dann nicht. Und da bräuchten wir einfach mehr Daten. Es gibt da einzelne Leute, gibt einen Deutschen, Thorsten heißt der, kommt auch hier aus Hessen. Und der hat einfach mal 20 Stunden mit einem guten Mikrofon aufgenommen. Ja. Und da haben wir auch mitgeholfen, das zu trainieren. Und den gibt es jetzt als Stimme auf Deutsch. Ah ja. Können wir ins Internet gehen, Thorsten Voice einfach mal suchen. Ja. Den könnte jeder nutzen. Der das auch ohne Lizenz ins Netz gestellt, bisher mit einer freien Lizenz. Ja. Und kann man nutzen. Ah ja. Sowas bräuchten wir mehr. Ja. Sonst klingen alle wie Thorsten. Ja, natürlich. Ja, vor allem vielleicht auch mal eine Frau. Das wäre super. Weil wir wollen das natürlich diverser machen. Nur wir merken, ich habe ja gerade die Mozilla-Daten angesprochen. Mozilla-Daten sind 90% Männer. Ja? Und hinterher wundern wir uns, dass Frauen nicht gut erkannt werden. Oder dass, wenn wir es synthetisieren, dass die Frauenstimme irgendwie wie ein Mann klingt. Ja, ja klar, das ergibt sich. Da braucht natürlich eine gute Bandbreite auch. Ne? Wie ist denn das also jetzt der deutschsprachige Raum hat ja auch unheimlich viele sehr anstrengende Dialekte, oder herausfordernde Dialekte wahrscheinlich für so eine KI. Ja, ist natürlich super gewünscht und super schwer umzusetzen. Weil wir natürlich merken, dass auch Dialekte sich wieder regional unterscheiden. Es gibt jemanden in der Schweiz, der macht quasi für jedes Tal ein eigenes Modell. Ja, okay. Ne? Fördert aber auch eben die Schweiz. Hier ist es natürlich in Deutschland so, dass es eher kommerziell getrieben ist, so dass wir tendenziell eher mehr Daten aus dem Süden von Deutschland haben und weniger aus dem Osten. Was auch dazu führen wird, dass man Leute aus dem Osten schlechter erkennen wird als Leute aus dem Süden. Ja. Was ich super schade finde. Ja. Aber auch da wieder, woher kriegen wir die Daten? Wenn jemand mal 1000 Stunden Sächsisch hätte, hätten wir auch cooles sächsisches Modell. Ja, ist klar. Das ist doch ein Henne-Ei-Problem. Ne? Ja, genau. Das ist ja auch etwas, was man ja auch bei ChatGPT nachgesagt hat, ne? Dass das ja doch sehr auch ein bisschen wie die männlichen Programmierer irgendwie agiert, ne? Weil das einfach da so das, was da drinnen steckt, da ist einfach. Ne? Naja, nett gesagt sagt man ja mal Gold in, Gold out. Also je nachdem, was ich in so ein Modell reinpacke, das bekomme ich auch raus. Deshalb bin ich sehr vorsichtig, was Anwendungen angeht, die divers sein sollen. Das heißt dann zum Beispiel, wenn wir so eine Stimme erstellen, die soll gerne jung und weiblich sein. Dann sage ich aber, der Input, den wir haben, ist alt und männlich. Da ist so ein bisschen, wir brauchen die Daten, damit wir eben auch bei diesen Modellen das haben. Und das ist eben auch bei ChatGPT, dass es auf Daten trainiert ist aus den letzten 30 Jahren. Ja. Und deshalb reflektiert es auch eine Weltsicht der letzten 30 Jahre, die ist schwer umzudrehen. Ja, aber jeder sagt halt, aber jetzt hätte ich es gerne, also das finde ich an sich in Ordnung, ändern Sie es bitte so ein ganz klein bisschen in die Richtung. Ja. Und das ist bei KI immer super schwer, auch für eine Art Testen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich merke, jetzt stell dir vor, das ist eine normale Funktion, Summe oder was und willst sie testen und merkst, da stimmt was nicht und du guckst und du siehst, da ist einfach ein Rundungsfehler drin, keine Ahnung, du nimmst nur 2 Nachkommastellen, aber mit 4 wird es klappen, keine Ahnung. Dann kannst du das verändern und gut ist. Ja, also der Mensch kann ja da so einsteigen und sich die verschiedenen Stufen angucken. In der KI hast du das ja nicht. Das heißt, wenn du merkst, dass du einen kleinen Fehler drin hast, nehmen wir mal ein Beispiel, er spricht irgendwas blöd aus oder er erkennt irgendein Wort nicht. Also sagen wir Budget, weil das so ein schönes französisches Lehnwort ist. Ja? Manchmal sagt man Budget, manchmal sagt man Budget, vielleicht sagt auch irgendwer Budget, ich weiß es nicht.
Wie würde man das erkennen? Dann sage ich, bitte liefern mir doch mal 10.000 Beispiele von Leuten, die Budget, Budget sagen. Also, wo soll ich die denn herkriegen? Ja, genau, ja. Ja? Deshalb ist es halt, selbst wenn man so einen Fehler hat, super schwer, den zu korrigieren. Auch die Fehler zu finden. Das ist ja so ein bisschen, ein Tester überlegt sich ja auch, was könnte denn hier schiefgehen? Und manchmal, man sagt das immer so schön, die KI weiß nicht, was sie nicht weiß. Deshalb sagt auch ChatGPT manchmal Blödsinn, obwohl es ja eigentlich sagen sollte, sorry, habe ich keine Ahnung. Ja. Weil die KI einfach keine Grenze kennt, wo sie einfach sagt, ja okay, das weiß ich nicht. Ja. Und das gilt natürlich auch für das Erkennen oder das Erzeugen von Audio. Weil einfach da nicht klar ist, wo die Grenze ist. Und deshalb weißt du manchmal nicht, welche Worte es auslässt. Klar, jetzt kannst du, womit wir uns natürlich behelfen, ist mit diesen goldenen Testsätzen, wo wir das dann durchlaufen lassen, sehen, wir erkennen bestimmte Worte nicht und versuchen das dann zu mitigieren, indem wir mehr davon reinschieben. Aber so typische Sachen, die du beim Tester hättest, wo du halt weißt, auch so ungefähr vom Aufwand. Ne? Also ich merke, da klappt was nicht, jetzt kann ich das korrigieren. Das ist sehr schwer zu sagen, denn wir müssten das vielleicht neu trainieren. Ja. Und neu trainieren, wir reden halt immer direkt von ein paar Tagen und je nach Modellgröße paar hundert bis paar tausend Euro. Ja? Macht man das jetzt für alle Sachen, die man findet? Ja. Ja. Also und diese so ein bisschen Automatismen, die es in anderen Bereichen gibt, die versuchen wir erst so nach und nach rüberzuziehen. Weil sich das Bewusstsein oder jetzt kommen wir halt mehr dazu, auch die Feinheiten auszubügeln. Ja, das Gros funktioniert jetzt und jetzt kommen wir dahin, wie können wir die kleinen Ränder noch verändern. Ja. Ja, und wie du sagst, also steht und fällt ja mit der Datenbasis, die ich als Grundlage, als Rohdaten auch habe, mit der Diversifikation, die ich da drinnen habe, und mit dem Ganzen, was ich dann eigentlich wirklich abbilden möchte. Und wenn ich die Daten nicht habe, dann kann ich es auch nicht reinschicken zum Lernen. Ja, natürlich. Und man muss natürlich auch sehen, dass man unterschiedliche Systeme hat. Stell dir mal wieder vor, so ein Alexa-Skill. Ja. Da ist es ja so, dass man den mit Audio reingibt, dann wird das übersetzt in Text. Dieser Text wandert dann in so ein System, man nennt das Natural Language Understanding. Also im Prinzip, der versucht in dem Text, den man reingibt, herauszufinden, was man will. Keine Ahnung, ich will eine Pizza Margherita. Dann merkt er, ich will eine Pizza Margherita. Und dann synthetisiert man die Sprache. Ich habe verstanden, du möchtest eine Pizza Margherita, die kostet 8,60 Euro. Ja. Ne, so ungefähr. Und da haben wir ja schon mindestens 3 KIs drin. Und die müsste man ja alle irgendwie testen. Und jetzt sollte man denken, also jetzt meine Laienvorstellung natürlich, dass man das auch bei Alexa machen kann. Ja? Ist aber sehr, sehr, sehr schwer. Weil du kannst schlecht auch mal so ein bisschen bei Alexa, ja gut, du musst halt Beispieldaten sammeln. Du kannst es halt mit deiner Stimme probieren. Aber wie probiert man mal 100 Stimmen? Ja. Oder eine typische Stimme? Denn das Einzige, was du bei Alexa siehst, sind die Texte, die er dann erkannt hat. Wenn er was blöd erkannt hat, weißt du auch gar nicht, war das jetzt ein Bayer, der was bestellt hat? Ja. Oder war der einfach schon ein bisschen bedüdelt und hat da ein bisschen gelallt? Als er das weißt du gar nicht. Ja. Und insofern kannst du diese Komponente schon schlecht testen. Ja. Dann hast du eben diese NLU-Komponente in der Mitte, die quasi den Text nimmt unter die Intents, also was da laufen soll, testet. Da gibt's sehr gute klassische Tests für. Ja, weil das eben auch wieder ganz typisch ist. Du bekommst Texte rein und kannst halt gucken, Margarita, das gebe ich rein, gibst du raus. Dafür kannst du ja auch einen Test schreiben. Ne? Ja. Den würdest du ganz klassisch machen. Ja. Und da kannst du ein bisschen was testen. Selbst das bietet die Alexa nicht out of the box an. Du musst schon irgendwie selber gucken, wie du das machst. Und hinterher beim Synthetisieren der Sprache hast du wieder dasselbe. Denn gerade wenn du dynamisch synthetisierst, wir hatten es gerade mit dem Budget oder Budget. Ja. Stell dir vor, du bist in so einem Business-Kontext, wenn die vielleicht älter sind, würden sie eher Budget sagen. Oder wenn sie so neu amerikanisch sind, sagen sie halt Budget. Ja. Gibst du jetzt das eine oder das andere aus? Ja. Ja. Dafür gibt es auch keine Möglichkeit, das zu sagen. Und selbst wenn du es dann hättest, wie testest du das dann? Also wenn jetzt das Audio wieder rausgekommen ist beim Synthetisieren der Sprache, wie testest du, denn das müsstest du ja auch, du willst es ja automatisiert testen, also ja keine Lust, dass sich 100 Leute hinsetzen und sich das anhören. Ja, genau. Das heißt, auch da müsstest du es ja wieder durch eine KI laufen lassen. Und wenn das quasi auf denselben Daten trainiert ist, erkennst du wieder nicht, was du nicht erkennst. Ja. Also das heißt, du hast wieder dasselbe Grundproblem. Und da merken wir einfach jetzt, wo wir die Systeme zusammenstöpseln, das klappt halt für 80% aller Fälle oder 90 oder was auch immer, ne? Also viele. Nur wir merken, dass wir jetzt eben an diesen Rattenschwanz hinten ran müssen, wo wir gucken, wie können wir da den Rest eliminieren. Ja. Ja?
Und möglichst, das ist ja auch mal so ein Aspekt, auch noch ethisch sauber. Ja, also dass wir möglichst Sachen rausfiltern, die jetzt nicht so opportun sind. Ja. Und da sind wir gerade erst dran. Und jetzt, da gab es halt auch einen, der hat sich echt hintergeklemmt, ein cooles Framework gemacht. Und dann hat sich ja leider Amazon letztes Jahr entschieden, ein paar tausend Leute zu entlassen. Ja. Und man hatte so ein bisschen gedacht, jetzt kommt der Winter der Sprachanwendung. Ne? Auch wir haben gedacht, okay, jetzt können wir bald die Bude zumachen. Und waren da so ein bisschen traurig. Und jetzt merken wir, dass durch ChatGPT wieder so eine Wahnsinns-Hype-Bubble kommt. Ne? Ja. Also ich bin jetzt kein Riesenfan von ChatGPT. Ich sage jetzt nicht, das wird uns alle retten oder uns in den Untergang ziehen. Nur wobei es uns natürlich hilft, ist, wahnsinnig viele textuelle Testdaten zu generieren. Wir hatten zum Beispiel das, was wir als Ausgabe geben sollen, also wenn wir so eine Skill haben, was dann hinterher rauskommen soll, oder wir wollen einfach mal Ausgaben unseres Systems testen. Wir haben dann angefangen zu sagen, okay, was könnten denn so typische Leute dann als Antwort bekommen? Also mit der Pizza Margherita, hier ist Ihre Pizza Margherita, du willst eine Pizza Margherita. Vielleicht auch, war die Bestellung richtig, eine Pizza Margherita für Sie, ohne mit. Und das musste immer jemand schreiben. Ja, und wenn du das halt den ganzen Tag machst, dann ist das schon anstrengend. Ja. Und dir fällt es auch irgendwann nicht mehr so ein. Und für diese, ich sag mal so, mittelmäßigen geistigen Tätigkeiten ist ChatGPT super. Ja. Da sagst du, hier ist mal die Ausgabe, die ich machen möchte. Mach mir mal bitte 50 Variationen oder 100 Variationen. Auch mit ein bisschen, man kann ja die Temperatur höher stellen und so, ne? So ein bisschen, dass er so ein bisschen halluziniert, ne? Also dass er so ein bisschen freier wird. Und dann generieren wir das alles als Audio und wir hören da mal in ein paar rein. Und so haben wir jetzt Fehler gefunden, die wir vorher nicht hatten. Okay. Weil er einfach, man denkt halt, ne, wenn man halt so denkt, was hat der Mensch? Irgendwie die 7 Sachen kann er sich so ganz gut merken, ne? Ja. Dann wird es schwierig. ChatGPT kann sich halt auch 15 merken. Ne? Ja. Und jetzt nicht immer, aber für so Testsachen. Ja. Und man haut die rein und man kriegt halt 15 raus und kann die einfach mal laufen lassen. Und da haben wir schon einige Fehler jetzt wieder gefunden, wo wir halt eine falsche Aussprache haben. Ne? Oder manchmal hast du auch 2 Wörter zusammen, die dann falsch gesprochen werden. Ja. Weil das an sich in Phoneme läuft und von den Phonemen dann erst in quasi unsere Sprache. Und das ist, wo ich sage, hey, das ist super dafür. Ja? Also es heißt ja auch irgendwie, wir werden nicht durch KI ersetzt, sondern durch Leute, die KI clever einsetzen. Ja, genau. Ja, also deshalb hier auch, bitte, probiert es mal aus, gerade fürs Testen. Wir haben jetzt auch so einen Software-Test, machen wir durchaus, dass wir sagen, guck mal, hier ist der Code, schreib mir mal einen Test dafür. Ja, das sind die Sachen einfach mal auch anzuwenden oder mal zu schauen, was da rauskommt. Ne? Ja, weil wir auch einfach dadurch eine wunderbare Variation reinkriegen. Auch wenn du jetzt an so einen Skill denkst, was können Leute sagen, um eine Pizza zu bestellen? Gib mir mal 100 Möglichkeiten, eine Pizza zu bestellen. Da kommen Sachen raus, da bist du vorher... Also so bestelle ich nicht eine Pizza. Ja, genau. Aber es kostet mich halt nichts, diesen Satz in Text einfach dazu zu packen und so quasi die Spektrum wahnsinnig zu erweitern. Und deshalb gehe ich halt davon aus, klar, jetzt bin ich natürlich auch biased da, was KI für Audio angeht, dass es aber dadurch durchaus nochmal abgeht. Vielleicht nicht auf der großen Skala, weil man auch immer gucken muss, bei gefährlichen Anwendungsfällen, also wenn jetzt halt jemand fragt, soll ich mir die Arme aufritzen oder so, dann würde ChatGPT vielleicht in einem von 20.000 Fällen sagen, ja, ist schon okay. Ja. Das will man vielleicht nicht. Ne? Aber für viele andere Fälle, gerade wenn man es so intern benutzt oder für vorbereitende Sachen, geht es richtig gut. Ja, also ich glaube, da ist ja auch generell die ethische Fragestellung auch noch dahinter, ne? Welche Informationen gibt so ein System dann auch preis, ne? Oder was unterstützt das und was nicht. Ne? Na klar, wir müssen natürlich auch gucken, was der European AI Act bringt. Ob solche Modelle, wie halt jetzt Italien hat das ja erstmal so verboten, aber der AI Act könnte halt dazu führen, dass ChatGPT als Hochrisiko-KI gilt. Ja. Und dann wäre es vielleicht auch verboten. Ja. Das Ding ist halt, das Gesetz ist seit 3 Jahren in der Mache. Die hatten das nicht mit einkalkuliert. Dass es was gibt, dass man quasi für, vielleicht auch für ein paar Sätze, die wir hier im Podcast sagen könnten, ganz gut ist. Ja. Aber genauso eben im medizinischen Bereich genutzt werden könnte und wohl auch wird. Also es gibt wohl Leute, die schreiben auch rein, hier, ich habe das und das, was soll ich denn da für Medikamente nehmen? Ja, genau. Ja, da muss man Acht geben. Ne? Sag Olaf, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, na, Testen, Audio, das ist gerade, da hängt es an vielen Strippen. Siehst du am Horizont irgendwo so einen Lichtblick, wo du sagst, das wird uns die Arbeit dort massiv erleichtern, um das Ganze besser testen zu können, diesen Rattenschwanz auch testen zu können? Meine Hoffnung ist natürlich, dass es noch wer anders macht. Ne? Und meine Hoffnung liegt da tatsächlich auf Hugging Face. Das klingt ein bisschen komisch. Ich glaube, die haben auch sich nicht gedacht, dass das mal ihr Hauptname wird. Also Franzosen, die ja nach Amerika gegangen sind. Und die entwickeln wirklich eine gute Library. Also die Software ist gut.
Und meine Hoffnung ist, dass die das noch mit reinpacken für bestimmte Sachen. Die wollen das auch so ein bisschen, die wollen so ein bisschen da der Provider oder dein One-Stop-Shop für KI-Modelle werden. Ja. Ne? Und deshalb, dass die das eben mit reinpacken und dass man das dann out of the box mit nutzen kann. Weil es einfach schon sehr anstrengend ist, natürlich die vielen Sachen mitzudenken. Ja. Ich meine, wir machen das so ein bisschen für uns, klar, im Kleinen, wenn man so will. Aber jemand anders, der KI-Modelle entwickelt, macht es vielleicht ganz anders. Und wir merken halt, dass eine Standardisierung durchaus gut tun kann. Ja. Nee, weil wir einfach auch eine Vergleichbarkeit, denn klar, wir sagen halt, wir haben für uns unsere Tests. Aber was wir natürlich merken, am Anfang, keine Ahnung, ich habe vor 5 Jahren angefangen, wenn da jemand unser KI-Modell gekauft hat, dann war das einzige KI-Modell, das er hatte. Und inzwischen, man nennt das ja so einen kleinen Zoo, ja, so ein Model-Zoo, haben die natürlich so einen kleinen Zoo bei sich laufen. Ja. Und wenn du jetzt dafür quasi Qualitätssicherung machen sollst oder auch so ein bisschen Governance oder so ein bisschen Dings, fällt es dir halt schwer, wenn jeder mit was Eigenem ankommt. Ja. Ja? Also insofern wäre eine Standardisierung da sehr, sehr sinnvoll. Nur, woher nehmen und nicht stehlen? Also irgendwer muss ja mal den ersten Schritt machen. Deine Hoffnung ist, dass Hugging Face da den Standard auch mitsetzt oder da in die Richtung mehr macht? Ja, weil sie einfach einen unglaublichen Reach haben. Ne? Also die haben eine unglaubliche Reichweite. Es ist wirklich einfach mal gucken, Hugging Face, und sich irgendeine Technik raussuchen, die gerade aktuell ist. Das heißt ChatGPT selber haben die nicht, aber ein Large Language Model oder sowas oder eben bei uns Whisper als Sprachmodell. Mal gucken, wie viele Modelle heute da sind und einfach mal im Monat gucken, wie viele dann da sind. Ja. Ja, da kommen teilweise pro Monat 1000 neue trainierte KI-Modelle. Ja. Und jedes dieser Modelle hat irgendjemand auf irgendeiner teuren GPU für ein paar Tage trainiert. Ja. Die haben einen irren Zuwachs an Daten. Ja. Ja, also was die haben, ist irre, weil was die aufgebaut haben. Und insofern, und das ist natürlich auch clever, wenn, so ein Stück weit machen sie das, also sie schreiben halt ein paar Daten vor, die man mitgeben soll. Das sind aber vor allem so eine Art technische Laufzeit oder Laufdaten. Ne? Also wie kriegt man das Modell generell zum Laufen? Wenn du jetzt bei Audiomodellen bist, welche Buchstaben sind da drin? Ne? Also sowas. Das ist das Minimum, was du brauchst, um es laufen zu lassen. Ja. Aber das sagt eben nichts darüber drin, welche Daten sind reingelaufen, welche Parameter habe ich fürs Training genommen und wie mache ich das reproduzierbar oder auch in irgendeiner Art und Weise prüfbar. Ja, da ist noch ein bisschen ein Weg dahin. Ne? Da stecken wir halt noch in den Kinderschuhen und wünschen uns natürlich auch ein bisschen Unterstützung aus anderen Bereichen. Ja. Ne? Weil einfach, man kann nicht Experte in allem sein. Und da ist ein bisschen meine Hoffnung, dass das auch andere für sich annehmen und so ein bisschen da Input liefern. Sehr schön, ja. Olaf, vielen lieben Dank für diesen umfassenden Einblick in deine Welt mit Audios, Testen, mit KI. Also ich habe da total viel für mich auch mitgenommen, was mir gar nicht so klar war. Und ich wünsche dir heute für die Konferenz noch viel Spaß. Vielen Dank. Und natürlich bitte einfach mal KI-Modelle testen, egal in welcher Art und Weise. Ja, ich bin kein Fan davon, die direkt als selbstfahrende Autos laufen zu lassen. Auf jeden Fall. Aber für viele Aufgabengebiete kann KI echt coole Resultate liefern. Ja, das denke ich auch. Wir werden auch ein paar Links unten reinpacken in die Shownotes. Da kannst du vielleicht auch ein bisschen was reingeben, damit jeder da auch die Möglichkeit hat, mal sich da ein bisschen in die Materie einzuarbeiten. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Schönen Tag noch. Ebenso. Ciao. Tschüss.